Lektion 1: Die Macht des Zuhörens. Guten Tag, Anna. Ich habe über die Bedeutung von Kommunikation nachgedacht. Guten Tag, John. Das ist ein wichtiges Thema. Welche Aspekte berücksichtigen Sie? Ich habe darüber nachgedacht, wie ich mir die Zeit nehmen könnte, den Menschen zuzuhören. Zuhören ist in der Tat eine unschätzbare Fähigkeit. Warum ist es Ihrer Meinung nach so wichtig? Die Menschen schätzen einen guten Zuhörer. Das fördert Vertrauen und Verbundenheit. Hilf, wenn sich jemand gehört fühlt, bestätigt das seine Gefühle und Erfahrungen. Genau, aktives Zuhören kann Gespräche in sinnvolle Interaktionen verwandeln. Warst du schon immer ein guter Zuhörer, John? Ich habe mich über die Jahre bewusst darum bemüht, meine Hörfähigkeiten zu verbessern. Das ist lobenswert. Welche Techniken haben sich für Sie als hilfreich erwiesen? Ich konzentriere mich auf den Sprecher und vermeide es, ihn zu unterbrechen. Das ist unerlässlich. Wenn man jemanden ausreden lässt, hilft das der Person, ihre Gedanken vollständig auszudrücken. Ja, ich halte auch Augenkontakt, um zu zeigen, dass ich interessiert bin. Diese nonverbalen Signale können einen erheblichen Unterschied in der Kommunikation ausmachen. Das ist absolut so. Menschen fühlen sich wertgeschätzt, wenn ihre Worte Bedeutung haben. Welche anderen Fähigkeiten tragen zu effektiven Zuhören bei? Das Stellen offener Fragen fördert tiefergehende Gespräche. Das ist ein hervorragender Punkt. Es zeigt, dass Sie an der Perspektive des Sprechers interessiert sind. Ich übe mich auch in Empathie und versuche, ihre Gefühle und Sichtweisen zu verstehen. Empathie vertieft Beziehungen. Sie ermöglicht ein tieferes Verständnis für andere. In der Tat. Haben Sie schon einmal erlebt, dass Zuhören einen Unterschied gemacht hat? Darf Ich habe einmal einem Freund zugehört, der mit einer schwierigen Entscheidung zu kämpfen hatte. Wie hat ihr Zuhören geholfen? Allein die Tatsache, für sie da zu sein, gab ihr das Gefühl, unterstützt zu werden. Es ermöglicht ihr, ihre eigenen Gedanken zu ordnen. Das ist beeindruckend. Manchmal brauchen Menschen einfach jemanden, mit dem sie sich austauschen können. Ja, Zuhören bietet nicht nur Unterstützung, sondern kann auch zu persönlichen Erkenntnissen führen. Ich glaube, dass jeder seine Hörfähigkeiten durch Übung verbessern kann. Da stimme ich zu. Es ist eine Fähigkeit, die sowohl persönliche als auch berufliche Beziehungen erheblich verbessern kann. Ja, Menschen fühlen sich oft stärker mit denen verbunden, die ihnen aufmerksam zuhören. Das stimmt. Beziehungen, die auf Vertrauen und Verständnis basieren, sind in der Regel stärker. Möchten Sie weitere Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Thema Zuhören teilen? Selbstverständlich. Bei der Arbeit versuche ich, den Ideen meiner Kollegen in Besprechungen aufmerksam zuzuhören. Das ist ein kluger Ansatz. Er fördert Zusammenarbeit und Innovation. Tja, es zeigt ihnen, dass ihr Beitrag geschätzt wird und fördert den TM-Geist. Die Teamdynamik verbessert sich deutlich, wenn sich jeder gehört fühlt. Zuhören ist ein wirkungsvolles Mittel, um Beziehungen in allen Lebensbereichen aufzubauen. Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Es ist bemerkenswert, wie einfach es ist, für jemand anderen da zu sein. Und damit tragen wir zu einer mitfühlenderen Welt bei. Das ist das Ziel. Kleine Gesten des Verständnisses können positive Folgeeffekte auslösen.
Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch über Kommunikationsfähigkeiten, John. Ich auch, Anna. Gemeinsam können wir erforschen, wie wir durch Zuhören tiefere Verbindungen knüpfen können. Lektion 2: Ein Einkaufsdack. Guten Tag, Anna. Sie wirken heute sehr professionell. Guten Tag, John. Datev, ich fühle mich in diesem Outfit wohl. Das steht dir ausgezeichnet. Du strahlst immer Selbstbewusstsein aus. Ich danke Ihnen für Ihre freundlichen Worte. Sie bedeuten mir sehr viel. Ich schätze Ihre Professionalität. Haben Sie schon Pläne fürs Wochenende? Ich hatte überlegt, morgen ins Einkaufszentrum zu gehen. Das klingt nach einer tollen Idee. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Ja, ich brauche ein neues Paar Schuhe für die Arbeit. Schuhe können ein Outfit komplett verändern. Hast du einen bestimmten Stil im Sinn? Ich suche etwas Stilvolles und gleichzeitig Bequemes. Ich werde viel auf den Beinen sein. Komfort ist unerlässlich, insbesondere im beruflichen Umfeld. Haben Sie schon in Online-Shops nachgesehen? Ich habe online gesucht, aber ich probiere die Sachen lieber persönlich an. Das ist klug. Jede Marke kann unterschiedlich passen. Klar, ich würde auch gerne ein paar neue Kleidungsoptionen ausprobieren. Einkaufen kann ein genussvolles Erlebnis sein. Es ermöglicht kreatives Gestalten bei der Auswahl von Outfits. Tja, ich drücke meine Persönlichkeit gerne durch meine Kleidung aus. Wie wär's, wenn wir zusammen ins Einkaufszentrum gehen? Das könnte mehr Spaß machen. Das fände ich toll. Gemeinsam mit einer Freundin einzukaufen macht das Erlebnis gleich viel mehr Spaß. Ausgezeichnet. Wir können uns gegenseitig unsere Meinungen mitteilen, während wir nach den perfekten Artikeln suchen. Tja, Ihre Rückmeldungen sind immer hilfreich. Ich werde Ausschau nach Artikeln halten, die zu Ihrem Stil passen. Das freut mich. Ich hoffe, etwas Vielseitiges zu finden, das sowohl für die Arbeit als auch für Freizeitaktivitäten geeignet ist. Vielseitigkeit ist der Schlüssel. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihre Garderobe optimal zu nutzen. Ich werde mir auch die Accessoires ansehen. Sie können jedes Outfit aufwerten. Gute Idee. Ein schöner Gürtel oder Schal kann einen Look komplett verändern. Genau, und sie nehmen auch im Kleiderschrank nicht viel Platz ein. Das macht sie ideal. Wollen wir uns mittags im Einkaufszentrum treffen? Mittags passt es perfekt. Ich bringe auch ein paar Rückgabeartikel mit. Effizientes Einkaufen ist die beste Art einzukaufen. Da stimme ich zu. Ich freue mich schon sehr auf unser Shopping-Abenteuer. Ich auch. Es wird bestimmt Spaß machen, gemeinsam die neuesten Trends zu entdecken. Vielleicht entdecken wir in den Läden auch noch ein paar versteckte Schätze. In der Tat. Unerwartete Funde machen das Einkaufen umso spannender. Ich freue mich darauf, einige Outfits und Schuhe anzuprobieren. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du findest. Vielen Dank, dass Sie dabei sind, John. Ihre Gesellschaft wird das Erlebnis noch schöner machen. Es ist mir ein Vergnügen, Anna. Gemeinsam werden wir einen fantastischen Tag im Einkaufszentrum verbringen. Lektion 3: Gemeinsam fit werden. Guten Morgen, Anna. Hast du dich schon entschieden, dem Fitnessstudio beizutreten?
Guten Morgen, John. Ja, ich habe mich endlich angemeldet. Das ist fantastisch. Das freut mich zu hören. Vielen Dank. Ich freue mich sehr darauf, mit meiner Fitnessreise zu beginnen. Natürlich können wir auch gemeinsam ins Fitnessstudio gehen und unsere Ziele zusammen erreichen. Das fände ich super. Mit einem Trainingspartner macht das Training gleich viel mehr Spaß. Absolut. Wir können uns gegenseitig motivieren, konsequent zu bleiben. Konstanz ist der Schlüssel zum Erreichen jedes Fitnessziels. Was sind Ihre Fitnessziele? Mein Ziel ist es, Muskeln aufzubauen und meine allgemeine Ausdauer zu verbessern. Das sind treue Ziele. Ich möchte mich auf Gewichtsverlust und die Straffung meines Körpers konzentrieren. Die Kombination unserer Ziele könnte zu vielfältigen Trainingsprogrammen führen. Ja, wir könnten zwischen Krafttraining und Ausdauertraining abwechseln. Der Plan klingt vielversprechend. Abwechslungsreiche Trainingseinheiten sorgen für mehr Motivation. Einverstanden. Welche Sportarten machen Ihnen am meisten Spaß? Ich genieße besonders das Gewichtheben. Es ist befriedigend, Fortschritte beim Kraftaufbau zu sehen. Gewichtheben ist eine hervorragende Methode, um Muskeln aufzubauen. Ich möchte gerne mehr darüber erfahren. Ich zeige Ihnen gerne einige grundlegende Übungen. Vielen Dank. Ich schätze Ihre Hinweise. Wie sieht es mit Ausdauertraining aus? Ich laufe gerne auf dem Laufband oder fahre Rad. Das hilft mir, meine Herz-Kreislauf-Gesundheit zu verbessern. Ich bevorzuge hochintensives Intervalltraining. Es ist effizient und bringt den Kreislauf in Schwung. Heat kann sehr effektiv zum Abnehmen sein. Ich freue mich darauf, es mit dir auszuprobieren. Lasst uns einen ausgewogenen Trainingsplan erstellen, der sowohl Kraft- als auch Ausdauertraining beinhaltet. Das klingt fantastisch. Ein strukturierter Tagesablauf wird uns helfen, konzentriert zu bleiben. Tja, ich kann unseren Fortschritt auch während des Prozesses verfolgen. Das ist eine großartige Idee. Die Fortschrittskontrolle hilft uns, unsere Ziele zu erreichen. Das wird uns motivieren, Meilensteine zu erreichen. Apropos Motivation, sollten wir über kurzfristige Belohnungen für das Erreichen unserer Ziele nachdenken? Belohnungen können eine tolle Möglichkeit sein, unsere Erfolge zu feiern. Was schwebt Ihnen vor? Vielleicht könnten wir uns nach Erreichen eines Ziels mit einem schönen Essen oder einer unterhaltsamen Aktivität belohnen. Das gefällt mir. Eine Belohnung macht die Reise umso lohnender. Haben Sie ein bestimmtes Ziel im Sinn, das wir erreichen sollen? Ich denke, ein Monat regelmäßiges Training wäre ein guter Anfang. Das ist ein realistisches Ziel. Nach einem Monat können wir unseren Fortschritt bewerten. Tja, dieser Plan wird ein Erfolgserlebnis vermitteln. Ich glaube an uns beide. Gemeinsam schaffen wir das. Ich weiß deine Unterstützung zu schätzen, John. Sie macht einen Unterschied. Ich freue mich darauf, diese Reise mit dir zu beginnen, Anna. Ich hoffe, lasst uns gemeinsam unsere Fitnessgeschichte schreiben. Gemeinsam bleiben wir motiviert und erreichen unsere Ziele. Lektion 4: Die Kraft der Gemeinschaft. Guten Tag, Anna. Ich habe über die Bedeutung der Gemeinschaft nachgedacht. Guten Tag, John. Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Gemeinschaften bringen Menschen zusammen. In der Tat,
Sie fördern Verbindungen zwischen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund. Absolut. Diese Vielfalt bereichert unsere Erfahrungen und Perspektiven. Es hilft uns, einander besser zu verstehen. Gemeinsame Erlebnisse schaffen Bindungen. Tja, die Teilnahme an Gemeinschaftsveranstaltungen kann diese Bindungen weiter stärken. An welchen Gemeinschaftsveranstaltungen haben Sie in letzter Zeit teilgenommen? Ich habe letztes Wochenende ein lokales Fest besucht. Dort wurde unser kulturelles Erbe präsentiert. Das klingt wunderbar. Feste unterstreichen oft die Einzigartigkeit einer Gemeinschaft. Tja, es gab Aufführungen, Essensstände und Kunstausstellungen. Solche Veranstaltungen bieten Künstlern und Darstellern eine Bühne, um ihr Können zu zeigen. Ja, es ermöglicht den Menschen, sich auszudrücken und ihre Kultur zu feiern. Hattest du Gelegenheit, auf dem Festival neue Leute kennenzulernen? Tja, ich habe mehrere einheimische Kunsthandwerker kennengelernt. Ihre Leidenschaft war inspirierend. Das ist fantastisch. Der Austausch mit Kunsthandwerkern kann zu einer tieferen Wertschätzung ihrer Arbeit führen. Da stimme ich zu. Ihre Geschichten verliehen ihrem Kunsthandwerk eine persönliche Note. Gemeinschaften blühen auf, wenn Menschen ihre Talente und Geschichten teilen. Tja, es trägt dazu bei, ein Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, sich ehrenamtlich in Gemeinschaftsprojekten zu engagieren? Ich habe es getan. Freiwilligenarbeit kann eine lohnende Möglichkeit sein, einen Beitrag zu leisten. Absolut. Es kommt nicht nur der Gemeinschaft zugute, sondern fördert auch die persönliche Entwicklung. Ich würde sehr gerne bei der Organisation von lokalen Veranstaltungen oder gemeinschaftlichen Aufräumaktionen Das sind mithelfen. hervorragende Initiativen. Sie zeugen von Engagement für das Gemeinwohl. Ich glaube, dass wir durch Zusammenarbeit lokale Herausforderungen effektiv bewältigen können. Zusammenarbeit führt oft zu innovativen Lösungen. Ja, die Kombination unterschiedlicher Perspektiven kann zu kreativen Ideen führen. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie man das Bewusstsein für gesellschaftliche Probleme schärfen kann? Tja, durch die Nutzung sozialer Medien können wir unsere Stimme verstärken und ein breiteres Publikum erreichen. Soziale Medien sind ein mächtiges Werkzeug, um Unterstützung und Engagement zu mobilisieren. Es kann dazu beitragen, Gleichgesinnte zu vernetzen, die sich für ähnliche Anliegen begeistern. Gemeinschaften florieren, wenn sich die Menschen für positive Veränderungen einsetzen. Da stimme ich zu. Gemeinsame Anstrengungen stärken die Nachbarschaft. Es inspiriert auch zukünftige Generationen dazu, den Wert des Gemeinwohls zu schätzen. Wir müssen eine Kultur des Engagements und der Verantwortung fördern. Ja, der Gemeinschaftsgeist sollte gepflegt und gefeiert werden. Ich freue mich darauf, einen Beitrag zu unseren lokalen Gemeinschaftsinitiativen zu leisten. Gemeinsam können wir etwas bewegen. Ich freue mich auf die Möglichkeiten, die vor uns liegen. Lasst uns weiterhin gegenseitig inspirieren, eine lebendige und integrative Gemeinschaft zu fördern. Lektion 5. Zeitlose Weisheit. Guten Abend, Anna. Haben Sie jemals über die Weisheit großer Führungspersönlichkeiten nachgedacht? Guten Abend, John. Ja, ich denke oft über Ihre Erkenntnisse nach. Warum erwähnst du das heute? Ich las über Kardinal Bernhard und seine Gedanken über Leben und Tod. Ach, Kardinal Bernhard.
Er besaß ein tiefes Verständnis für menschliche Erfahrungen. In der Tat, seine Weisheit ist auch heute noch aktuell. Er betonte die Wichtigkeit der Perspektive. Das ist faszinierend. Welche konkrete Lektion fanden Sie besonders wirkungsvoll? Er sprach davon, unsere Winzigkeit angesichts der Unermesslichkeit des Universums zu akzeptieren. Das ist eine demütigende Erinnerung. Sie fördert Demut und Dankbarkeit. Ganz genau. Indem wir unsere Kleinheit annehmen, können wir die Schönheit um uns herum wertschätzen. Es erinnert uns daran, dass es im Leben nicht nur um individuelle Leistungen geht. Ja, es geht um Verbindungen und Erlebnisse, die wir mit anderen teilen. Beziehungen bereichern unser Leben. Was betonte Kardinal Bernhard sonst noch? Er sprach über die Bedeutung, dem Lebensende mit Mut und Würde zu begegnen. Das ist eine eindringliche Botschaft. Die Vorbereitung auf das Unvermeidliche erfordert Selbstreflexion. Absolut. Ein erfülltes Leben kann uns helfen, unsere Sterblichkeit gelassener zu begegnen. Ich glaube, es ermutigt uns, jeden Augenblick zu schätzen. Ja, Zeit ist kostbar. Wir dürfen sie nicht als selbstverständlich ansehen. Welche praktischen Schritte können wir Ihrer Meinung nach unternehmen, um diese Weisheit in die Praxis umzusetzen? Zunächst sollten wir uns mit unseren Lieben in sinnvolle Gespräche vertiefen. Dadurch entstehen tiefere Verbindungen und ein gemeinsames Verständnis. Als nächstes können wir täglich Dankbarkeit üben und sowohl große als auch kleine Freuden wertschätzen. Dankbarkeit lenkt unseren Fokus von dem, was uns fehlt, hin zu dem, was wir besitzen. Schließlich bereichert die Priorisierung von Erlebnissen gegenüber materiellem Besitz unser Leben. Erinnerungen halten länger als materielle Dinge. Die prägen, wer wir sind. Die Weisheit von Kardinal Bernhard ermutigt uns, regelmäßig über unser Leben nachzudenken. Reflexion ermöglicht persönliches Wachstum und ein klareres Verständnis unseres Lebenssinns. Es hilft uns auch dabei, unser Handeln mit unseren Werten in Einklang zu bringen. Ich hoffe, ein Leben zu führen, das diese Erkenntnisse widerspiegelt. Wir alle können danach streben, die Weisheit unserer Vorfahren zu verkörpern. Danke, John, dass du dieses zum Nachdenken anregende Gespräch mit uns geteilt hast. Es ist mir ein Vergnügen, Anna. Gemeinsam können wir uns gegenseitig dazu ermutigen, ein sinnvolles Leben zu führen. Lektion 6: Sommerabenteuer erleben. Guten Tag, Anna. Wie hat Ihnen Ihr Sommer bisher gefallen? Guten Tag, John. Mir geht es gut, wenn auch nicht so oft, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich habe Zeit im Freien verbracht. Es ist wichtig, die Sommerzeit zu genießen. Welche Aktivitäten haben Sie unternommen? Wann immer es mir möglich ist, gehe ich gerne in den nahegelegenen Bergen wandern. Wandern ist eine wunderbare Möglichkeit, die Natur zu erleben. Hast du neue Wanderwege entdeckt? Ja, ich bin auf einen wunderschönen Pfad gestoßen, der zu einem atemberaubenden Wasserfall führt. Das klingt bezaubernd. Wasserfälle sind immer ein beeindruckender Anblick. Ruf. Das Rauschen des fließenden Wassers trägt zur Ruhe und Entspannung bei. Wandern Sie oft allein oder bevorzugen Sie Gesellschaft? Ich wandere normalerweise mit Freunden. Es macht mehr Spaß, solche Erlebnisse zu teilen. Da stimme ich zu. Wandern kann zu tiefgründigen Gesprächen anregen, während man gleichzeitig die Landschaft genießt. Tja, ich liebe es, inmitten der Natur verschiedene Perspektiven zu hören.
Haben Sie auch andere Sommeraktivitäten in Betracht gezogen? Ich habe darüber nachgedacht, ein Picknick zu organisieren. Das wäre eine schöne Möglichkeit, sich im Freien zu entspannen. Ein Picknick klingt herrlich. Was planst du zum Picknick mitzubringen? Ich würde belegte Brötchen, Obst und erfrischende Getränke einpacken. Simpel, aber lecker. Das klingt perfekt. Eine Decke mitzubringen würde den Komfort noch erhöhen. Natürlich. Ich muss unbedingt daran denken, Snacks für alle einzupacken. Snacks sind unverzichtbar. Sie tragen wesentlich zum Gesamterlebnis im Freien bei. Hast du selbst schon Sommerpläne? Ich plane, nächstes Wochenende an den Strand zu fahren. Der Strand ist ein wunderbarer Ort zum Entspannen. Welche Aktivitäten machen Ihnen dort Spaß? Ich liebe es, im Meer zu schwimmen und mit Freunden Bachvolleyball zu spielen. Bergvolleyball macht Spaß. Es verbindet körperliche Aktivität mit freundschaftlichem Wettkampf. In der Tat, es ist eine großartige Möglichkeit, in den Sommermonaten aktiv zu bleiben. Planen Sie, am Strand Wassersportarten auszuprobieren. Ich würde gerne Stand-up-Paddling ausprobieren. Ich wollte das schon immer mal machen. Stand-up-Paddling ist eine fantastische Möglichkeit, das Wasser zu erkunden. Ja, ich glaube, es bietet eine einzigartige Perspektive auf die Küstenlinie. Machen Sie unbedingt viele Fotos, während Sie dort sind. Das werde ich. Erinnerungen festzuhalten ist ein wichtiger Bestandteil jedes Abenteuers. Da stimme ich zu. Ich denke oft mit Freude an meine Sommererinnerungen zurück. Diese Erinnerungen dienen als Mahnmale für freudige Momente im Freien. Ich freue mich darauf, diesen Sommer weitere Erinnerungen zu schaffen. Ich auch. Lasst uns das warme Wetter voll ausnutzen. Tja, ich hoffe, so viele Outdoor-Abenteuer wie möglich zu erleben. Gemeinsam können wir einige spannende Aktivitäten für den Rest des Sommers planen. Das wäre fantastisch, John. Ich freue mich schon sehr darauf, die Saison voll auszukosten. Lasst uns daraus ein unvergessliches Erlebnis machen. Der Sommer bietet viele Möglichkeiten zur Entdeckung. Lektion 7: Planung eines Heimprojekts. Guten Tag, Anna. Ich habe gehört, dass Sie ein Hausrenovierungsprojekt planen. Guten Tag, John. Ja, ich habe einige spannende Renovierungsarbeiten in Erwägung gezogen. Das klingt wunderbar. Welche konkreten Änderungen planen Sie vorzunehmen? Ich möchte meine Küche renovieren und vielleicht auch den Gartenbereich modernisieren. Das sind hervorragende Optionen. Die Küche ist oft das Herzstück des Hauses. Ja, eine moderne Küche kann Kochen und Bewirten um einiges angenehmer machen. Haben Sie schon über die Werkzeuge nachgedacht, die Sie für dieses Projekt benötigen? Ja, ich habe eine Liste mit Artikeln erstellt, aber ich muss erst herausfinden, was ich mir leisten kann. Haben Sie ein bestimmtes Budget für die Werkzeuge im Sinn? Ich würde den Preis möglichst unter 2000 $ halten. Das ist ein angemessenes Budget für die wichtigsten Werkzeuge. Welche Werkzeuge planen Sie anzuschaffen? Ich brauche eine Bohrmaschine, eine Säge und vielleicht noch ein paar Handwerkzeuge wie Schraubenschlüssel und Schraubendreher. Das sind grundlegende Werkzeuge, die für viele Projekte nützlich sein werden. Ja, ich möchte auch in hochwertige Materialien für die Renovierung investieren.
Qualitativ hochwertige Materialien können einen erheblichen Unterschied im Gesamtergebnis ausmachen. Da stimme ich zu. Ich hoffe, ein Gleichgewicht zwischen Bezahlbarkeit und Qualität zu finden. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, während Sonderangeboten oder Rabattaktionen einzukaufen? Da habe ich. Viele Baumärkte haben oft saisonale Sonderangebote. Das ist eine kluge Herangehensweise. Durch geschicktes Teaming beim Einkaufen kann man viel Geld sparen. Ja, und ich plane, die Preise in verschiedenen Geschäften zu vergleichen, um sicherzustellen, dass ich die besten Angebote erhalte. Das ist eine kluge Entscheidung. Recherche kann Ihre Budgeteffizienz erheblich steigern. Ich frage mich auch, ob ich mir von Freunden oder Nachbarn ein paar Werkzeuge ausleihen könnte. Das ist eine großartige Idee. Viele Tools können gemeinsam genutzt werden, wodurch die Kosten weiter gesenkt werden können. Ich glaube, er stärkt das Gemeinschaftsgefühl und kann auch zu hilfreichen Ratschlägen führen. Die Zusammenarbeit mit anderen kann Ihr Projekterlebnis bereichern. Ich würde mich freuen, wenn ein paar Freunde mich zu einem gemeinsamen Heimwerker-Arbeitstag begleiten würden. Das wäre eine tolle Art, den Tag zu verbringen. Ihr könnt die Aufgaben gemeinsam angehen. Außerdem kann es sich zu einem geselligen Ereignis mit Essen und Lachen entwickeln. Die perfekte Kombination aus Arbeit und Vergnügen. Haben Sie schon über einen Zeitplan für Ihre Renovierung nachgedacht? Ich plane, mir ein paar Wochen denn Zeit zu nehmen, um zuerst die Küche fertigzustellen. Das klingt machbar. Mit einem Zeitplan bleibt alles organisiert. Ich hoffe, vor dem Sommer fertig zu werden, damit ich den Garten anschließend genießen kann. Eine großartige Idee. Sie werden einen wunderschönen Raum zum Entspannen haben. Vielen Dank für deine Unterstützung, John. Dein Enthusiasmus ist ansteckend. Ich freue mich darauf, Ihre Renovierung in die Realität umgesetzt zu sehen. Ich halte Sie über meine Fortschritte auf dem Laufenden. Ich freue mich darauf, Anna. Gemeinsam werden wir dieses Projekt zu einem großen Erfolg machen. Lektion 8: Die Tiefe des Verständnisses. Guten Tag, Anna. Ich habe mich vor kurzem intensiv mit dem Studium verschiedener Religionen auseinandergesetzt. Guten Tag, John. Das klingt faszinierend. Welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen? Ich habe den Islam erforscht und fand ihn tiefgründig. Er hat viele Bedeutungsebenen. Ich stimme zu. Die Geschichte des Islam birgt in der Tat eine beachtliche Tiefe. Und ich sagte mir, gib zu, Salomo, die Geschichte des Islam hat für dich eine tiefere Bedeutung als alle anderen großen Erzählungen. Das ist eine interessante Überlegung, John. Welche Aspekte des Islam haben dich am meisten angesprochen? Am meisten beeindruckte mich die Betonung der Gemeinschaft. Zusammengehörigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil des Glaubens. Der, die gemeinsamen Gebete und Zusammenkünfte schaffen ein starkes Zugehörigkeitsgefühl. Genau. Die Teilnahme an Ritualen unterstreicht die Einheit unter den Anhängern. Gibt es bestimmte Lehren, die Ihr Verständnis beeinflusst haben? Das Konzept von Mitgefühl und Nächstenliebe ist tiefgründig. Anderen zu helfen ist ein zentraler Grundsatz. Almosen geben oder Zakat ist eine schöne Praxis. Es stärkt das soziale Verantwortungsbewusstsein. Das stimmt absolut. Es erinnert uns an unsere Pflicht, denjenigen zu helfen, die in Not sind. Dieses Prinzip lässt sich auch über religiöse Kontexte hinaus anwenden. Mitgefühl kann die Gesellschaft verändern. Das stimmt.
Es ermutigt Einzelpersonen, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Sind Ihnen Geschichten aus der islamischen Tradition bekannt, die diese Werte veranschaulichen? Ja, die Geschichte des Propheten Mohammed betont Güte und Vergebung. Sein Leben verdeutlicht die Bedeutung mitfühlender Führung. Lernende können aus seinen Handlungen und Entscheidungen wertvolle Lehren ziehen. Spirituelle Geschichten bieten oft eine Orientierungshilfe, die kulturübergreifend relevant ist. Absolut. Sie vermitteln moralische Werte, die universelle Anklang finden. Ihre Ausführungen haben meine Neugier geweckt. Ich möchte mehr über diese Themen erfahren. Ich empfehle die Lektüre von Texten, die diese Lehren eingehender behandeln. Vielen Dank für den Vorschlag. Ich werde mir diese Quellen besorgen. Das Verständnis unterschiedlicher Perspektiven fördert Empathie und kulturelles Bewusstsein. In der Tat, es hilft uns, Brücken zwischen Kulturen und Religionen zu bauen. Gespräche wie diese sind entscheidend für die Förderung gegenseitigen Respekts und Verständnisses. Ich schätze es sehr, dass Sie Ihre Erkenntnisse mit mir geteilt haben, John. Sie waren aufschlussreich. Danke, Anna. Ich freue mich immer über die Gespräche mit dir zu wichtigen Themen. Lasst uns diese vielschichtigen Erzählungen gemeinsam weiter erforschen. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch und die Erkenntnisse, die es bringen wird. Lektion 9: Die Bedeutung der Rechte an geistigem Eigentum. Guten Tag, Anna. Ich habe kürzlich etwas über geistige Eigentumsrechte gelesen. Guten Tag, John. Das ist ein wichtiges Thema. Was haben Sie herausgefunden? Ich habe gelernt, dass das Verständnis der Rechte an jeglichem geschaffenen geistigen Eigentum für Urheber von entscheidender Bedeutung ist. In der Tat, der Schutz geistigen Eigentums fördert Innovation und Kreativität. Genau. Ohne angemessenen Schutz könnten Urheber Anerkennung und finanzielle Vorteile verlieren. Ich stimme vollkommen zu. Haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, wie man mit geistigem Eigentum im Rahmen von Kooperationen umgeht? Ja, ich glaube, es ist ratsam, vorher klare Vereinbarungen zu treffen. Das klingt logisch. Welche Art von Vereinbarungen würden Sie vorschlagen? Wir schlagen eine gemeinsame Eigentümerschaft an jeglichem geistigen Eigentum vor, das im Rahmen der Zusammenarbeit entwickelt wird. Gemeinsames Eigentum ermöglicht es beiden Parteien, gleichermaßen von ihren Beiträgen zu profitieren. Absolut. Es fördert das Gefühl der Gleichberechtigung unter den Mitarbeitern. Sind Ihnen schon einmal Situationen begegnet, in denen geistiges Eigentum nicht ordnungsgemäß verwaltet wurde? Ja, ich habe schon erlebt, dass Projekte aufgrund von Missverständnissen bezüglich der Eigentumsverhältnisse gescheitert sind. Das ist bedauerlich. Klare Vereinbarungen können spätere Streitigkeiten verhindern. Ganz genau. Es ist unerlässlich, offen über Erwartungen und Rechte zu kommunizieren. Halten Sie eine Rechtsberatung für notwendig, um diese Vereinbarungen zu treffen? Ich glaube, es kann von Vorteil sein, insbesondere bei bedeutenden Kooperationen. Juristische Expertise gewährleistet, dass alle Aspekte berücksichtigt und geschützt werden. Ja, das hilft, mögliche rechtliche Komplikationen in der Zukunft zu vermeiden. In welchen kreativen Bereichen messen Sie den Rechten an geistigem Eigentum die größte Bedeutung bei? Ich glaube, dass Bereiche wie Kunst, Musik und Literatur maßgeblich auf diese Rechte angewiesen sind. Hilf.
Kreative in diesen Bereichen sind oft auf Tantiemen angewiesen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Der Schutz künstlerischer Werke gewährleistet, dass die Urheber eine angemessene Vergütung erhalten. Sind Sie in Ihrer beruflichen Tätigkeit schon einmal auf Herausforderungen im Zusammenhang mit geistigem Eigentum gestoßen? Glücklicherweise bin ich auf keine größeren Probleme gestoßen. Dennoch bleibe ich wachsam. Das ist weiße. Das Bewusstsein der eigenen Rechte ist bei allen kreativen Tätigkeiten unerlässlich. Absolut. Es ermöglicht Urhebern, ihre Werke bei Bedarf zu verteidigen. Ich bewundere, wie die Technologie auch den Umgang mit geistigem Eigentum beeinflusst hat. Ja, die digitale Werkzeuge ermöglichen eine einfachere Nachverfolgung und Verwaltung von geistigem Eigentum. Online-Plattformen können Kreativen dabei helfen, ihre Werke zeitnah zu registrieren. Diese Zugänglichkeit ermutigt mehr Menschen, ihre Schöpfungen zu schützen. Ich schätze die Fortschritte, die Kreative in verschiedenen Bereichen unterstützen. Ich glaube, es ist von entscheidender Bedeutung, uns weiterhin über diese Rechte zu informieren. Ja, je besser wir informiert sind, desto besser sind wir gerüstet. Ich freue mich darauf, dieses Thema in Zukunft weiter zu diskutieren. Ich auch, John. Gemeinsam können wir dazu beitragen, das Bewusstsein für die Bedeutung von Rechten des geistigen Eigentums zu schärfen. Genau. Lasst uns weiterhin für die Rechte aller Urheber und ihrer Werke eintreten. Lektion 10. Der Weg zur Fitness. Guten Tag, Anna. Ich habe gehört, dass du überlegst, dich in einem Fitnessstudio anzumelden. Guten Tag, John. Ja, ich freue mich schon sehr darauf. Das klingt nach einer hervorragenden Entscheidung. Der Zugang zu mehr Ausrüstung und professionellen Trainern ist sinnvoll. Ich glaube, es wird mir helfen, meine Fitnessziele effektiver zu erreichen. Absolut. Professionelle Trainer können wertvolle Anleitung und Unterstützung bieten. Genau. Ich möchte sicher gehen, dass ich die richtigen Techniken anwende. Die richtige Ausführung der Übungen ist unerlässlich, um Verletzungen zu vermeiden und optimale Ergebnisse zu erzielen. Ich habe schon erlebt, wie Dozenten andere im Unterricht korrigiert haben und das hat einen deutlichen Unterschied gemacht. Das stimmt absolut. Hast du dir schon überlegt, wie oft du ins Fitnessstudio gehen willst? Ich habe mir vorgenommen, mindestens 4-mal pro Woche hinzugehen. Das ist ein starkes Engagement. Die Abwechslung beim Training ist der Schlüssel zum Fortschritt. Ja, ich plane, Krafttraining und Ausdauertraining abzuwechseln. Ein ausgewogenes Trainingsprogramm hilft Ihnen beim Muskelaufbau und verbessert Ihre Ausdauer. Ja, ich möchte auch Flexibilitätsübungen, wie zum Beispiel Yoga, einbauen. Yoga eignet sich hervorragend zur Steigerung der Flexibilität und zur Förderung der Entspannung. Das stimmt. Außerdem bietet es eine willkommene Auszeit vom hektischen Alltag. Ein ganzheitlicher Fitnessansatz hat einen signifikanten Einfluss auf das allgemeine Wohlbefinden. Das glaube ich von ganzem Herzen. Hast du selbst irgendwelche Fitnessziele, John? Ja, ich möchte auch meine Kraft und Ausdauer verbessern. Das ist fantastisch. Wie gedenken Sie, diese Ziele zu erreichen? Ich beabsichtige, mich auf Verbundübungen wie Kniebeugen und Kreuzheben zu konzentrieren. Diese Übungen sind effektiv. Sie beanspruchen mehrere Muskelgruppen. Ja,
Ich hoffe auch, das Laufen in meine Routine einzubauen, um meine Herz-Kreislauf-Funktion zu verbessern. Laufen kann belebend sein. Hast du schon mal an einem Lauf teilgenommen? Ich habe letztes Jahr einen Halbmarathon absolviert. Es war eine anspruchsvolle, aber lohnende Erfahrung. Das ist beeindruckend. Ich hoffe, in Zukunft auch einmal an einem Rennen teilzunehmen. Das solltest du unbedingt tun. Das Training für einen Wettkampf kann sowohl Spaß machen als auch motivierend sein. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Danke für deine Ermutigung, John. Es ist mir ein Vergnügen. Gegenseitige Unterstützung kann zum Erfolg führen. Das stimmt absolut. Ich freue mich darauf, unsere Fitnessreisen gemeinsam zu gestalten. Ich auch. Lasst uns gegenseitig dazu inspirieren, aktiv zu bleiben und unsere Ziele zu erreichen. Ich bin gespannt auf die Fortschritte, die wir erzielen können. Gemeinsam können wir unsere Fitnessreise zu einem genussvollen und erfüllenden Erlebnis machen. Lektion 11: Die besten Drucklösungen. Guten Morgen, Anna. Ich habe überlegt, meinen Drucker aufzurüsten. Guten Morgen, John. Das klingt nach einer guten Idee. An welchen Druckertyp denkst du? Ich überlege, ob ich mir einen Tintenstrahldrucker oder einen Laserdrucker zulegen soll. Das ist eine schwierige Entscheidung. Ich habe gehört, dass ein Laserdrucker besser für Dokumente geeignet ist. Ja, das kann ich bestätigen. Laserdrucker sind im Allgemeinen schneller und liefern gestochen scharfen Text. Die sind in der Regel auch kostengünstiger für den Druck großer Auflagen. Wie sieht es mit den Anschaffungskosten aus? Laserdrucker sind zwar in der Anschaffung teurer, sparen aber langfristig Geld. Das ist ein guter Punkt. Was drucken Sie hauptsächlich? Ich drucke normalerweise Dokumente und Berichte für die Arbeit aus. Gelegentlich drucke ich auch Präsentationen. Ein Laserdrucker scheint für Ihre Bedürfnisse gut geeignet zu sein. Haben Sie schon einmal über Farblaserdrucker nachgedacht? Ja, habe ich. Sie bieten auch eine hervorragende Qualität für Farbgrafiken. Die leuchtenden Farben können bei Präsentationen eine erhebliche Wirkung erzielen. Genau. Farbklarheit ist wichtig bei der Präsentation visueller Inhalte. Wie sieht es mit den Wartungskosten aus? Wissen Sie, ob Laserdrucker wirtschaftlicher sind? Ja, im Vergleich zu Tintenpatronen ist ein seltenerer Tonerwechsel erforderlich. Das würde sicherlich den Aufwand reduzieren und Zeit sparen. Es ist außerdem erwähnenswert, dass Laserdrucker oft eine längere Lebensdauer haben. Die Langlebigkeit kann die anfängliche Investition rechtfertigen. Haben Sie weitere Recherchen zu spezifischen Modellen angestellt? Ich habe mir einige Modelle angesehen, die für ihre Zuverlässigkeit hervorragende Bewertungen erhalten. Das ist klug. Kundenfeedback kann wertvolle Erkenntnisse liefern. Ich habe auch die Garantie- und Kundendienstoptionen geprüft. Gute Idee. Unterstützung kann unerlässlich sein, falls Probleme auftreten. Absolut. Schließlich möchte ich sicherstellen, dass mein Drucker einwandfrei funktioniert. Haben Sie schon an die Netzwerkfunktionen gedacht? Ja, ich bevorzuge einen Drucker mit drahtloser Verbindung. Das ist praktischer für mehrere Benutzer. Das ist in der Tat vorteilhaft. Drahtlose Verbindungen erhöhen die Flexibilität beim Drucken von verschiedenen Geräten. Ich tendiere zu einem Modell, das auch mobiles Drucken ermöglicht.
Mobiles Drucken würde das Drucken von Dokumenten unterwegs vereinfachen. Es handelt sich zweifellos um eine moderne Annehmlichkeit, die viele Nutzer zu schätzen wissen. Ich empfehle Ihnen, die Preise bei mehreren Händlern zu vergleichen und das beste Angebot zu finden. Das ist ein guter Vorschlag, Anna. Ich werde auch nach Sonderangeboten oder Rabatten Ausschau halten. Durch Preisvergleiche lassen sich erhebliche Einsparungen erzielen. Vielen Dank für Ihre hilfreichen Einblicke. Sie haben meine Gedanken zum Drucker verdeutlicht. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Teilen Sie mir bitte mit, für welchen Drucker Sie sich entscheiden. Ich werde Sie selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung während des gesamten Entscheidungsprozesses.